Hallo und willkommen in meiner Küche. Noch ist Kirschenzeit und deswegen gibt es überbackene Süßkirschen. Ganz einfach, ganz lecker und sehr gut. Die Süßkirschen werden mit dem Messer halbiert und der Stein entfernt. Man gibt die Hälften in einen Topf mit vielleicht 10 Gramm Butter und erhitzt sie. Sie können noch leicht mit einem Teelöffel Zucker gesüßt werden. Dazu gibt man noch 2 Esslöffel Marsala-Wein oder einfach Wasser, wenn man keinen Alkohol verwenden will. Das Ganze lässt man aufkochen und circa 2 Minuten vor sich hin köcheln. Die Kirschen sollen nicht zerfallen, sondern einfach nur erhitzt werden. Sollte sich Saft unten absetzen, nimmt man die Kirschen aus dem Topf und lässt den Saft einreduzieren. Dann kann man die Kirschen wieder dazugeben und im entstandenen Sirup wälzen. Der Backofen wird schon mal auf 170 Grad Celsius vorgeheizt. Ein Ei wurde getrennt und das Eiweiß wird zusammen mit der Hälfte des Zuckers zu Eischnee geschlagen. Das macht man immer zuerst, damit man die Schläger nicht reinigen muss. Hier habe ich das Eigelb in einer Schüssel, die Sahne habe ich bereits dazugegeben. Der restliche Zucker wird hinzugefügt und darüber hinaus noch etwas Vanillesirup. Man kann auch Vanillemark oder Vanillinzucker nehmen. Alles wird kurz verrührt. Dann kommt auch schon die sehr weiche Butter dazu, sowie das Mehl. Noch einmal kurz durchrühren, wobei der Teig etwas fester wird, was gut und kein Grund zur Sorge ist. Mit dem Teigschaber wird der am Rand hochgespritzte Teig wieder in die Mitte zurückgeholt und dann wird der Eischnee, den ich ganz zu Anfang geschlagen hatte, auf die Masse gegeben. Mit dem Teigschaber wird alles untergehoben. Wenn euch das Video gefällt, abonniert doch bitte meinen Kanal und wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, findet ihr das Video später viel einfacher wieder. Danke! Eigentlich wollte ich diese Schalen verwenden, sie erschienen mir aber zu klein, weswegen ich kurz entschlossen auf diese Schalen mit einem Durchmesser von knapp 14 cm umgestiegen bin. Sie werden leicht gebuttert, dann werden die Süßkirschen eingefüllt. Auf die Süßkirschen wird der Teig gegossen. Die Formen werden nun für 15 bis 20 Minuten bei 170 Grad Celsius Ober-Unterhitze gebacken. Und so sehen sie nach dem Backen aus. Dieser Kirschnachtisch lässt sich auch noch sehr gut nach einer Hauptmahlzeit essen. Ich hoffe, ihr probiert dieses Dessert einmal aus. Hier ist die Zutatenliste für 2 Personen. Ca. 200 Gramm Süßkirschen, ein Eiweiß ungefähr 30 Gramm, 50 Gramm Zucker, ein Eigelb, 35 Gramm Sahne, 25 Gramm weiche Butter, 20 Gramm Mehl. Viel Spaß beim Nachkochen und wie immer, guten Appetit!